Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute wieder mit einem neuen Top 1000 Global Ranking Video. Wir starten auch direkt mit den Zahlen. Das neue Update ist in vollem Gange, der Levelprozess ist in vollem Gange. Wir hatten gerade erst ein XP-Event, es ist Dienstag und das XP-Event ist gestern zu Ende gegangen für die letzten Server. Ja, und was gibt es so Interessantes zu berichten aus den Rankings? Also zuallererst der koreanische Server, der Elefant im Raum. Ja, ist immer noch mausetot, kann man sagen. Entry-Level in den Top 1000 ist zugegebenermaßen mittlerweile auf 47, also zumindest schon mal in der Nähe des Second Job Changes. Aber immer noch einfach katastrophal. Ich meine, der Server existiert schon seit ein paar Monaten und sie haben es noch nicht mal geschafft, das hier auf 60 zu bringen. Das ist einfach eine absolute Katastrophe und ja, ich weiß auch nicht, wie Gala, also was für Daten da ausgelesen werden. Ich meine, wie viel Cash-Op-Einnahmen kann man auf so einem Server realistisch haben? Wie viele Spieler sind da so zeitgleich online? Tägliches Maximum, Minimum etc. Also die Daten müssen grauenhaft aussehen. Also ich will es nicht gerne in der Haut stecken von demjenigen, der das hier beschlossen hat oder dessen Idee das Ganze war, einen koreanischen Server zu machen. In dessen Haut möchte ich wirklich nicht stecken. Ja, deswegen blenden wir das Ganze aus, weil es verfälscht nur unsere Daten und ist einfach, ja, irrelevant. Kann man nicht besser sagen. Genau, ja, dann letztes Mal war ja ein bisschen so ein Thema, das Entry-Level in die Top 1000. Wir haben leider immer noch einige Server, die es nicht erreicht haben. Mia weiterhin mit 164, Rises mit 157, Demian sowieso und Flarin sowie der japanische Server, beide mit 141, haben es auch noch sehr lange nicht erreicht. Das wird wahrscheinlich noch Jahre dauern, TBH. Ja, schwierig. Und Max-Level, auch krass, auf La Wolf. Also wir haben insgesamt weltweit 182 Charakter, minus ein paar, die vielleicht gerade auf Master und Hero Quest sind, aber das werden die wenigsten sein. Circa 182 Leute auf Maximallevel und davon sind 74 von La Wolf. Ja, also 74 ist wirklich eine krasse Zahl. Stellt alles andere in den Schatten offensichtlich. Und ja, was will man anderes sagen? Es ist brutal, wie auf La Wolf reingegrindet wird. Weil vor allem muss man sich ja auch überlegen, wenn die Leute da so viel leveln, wie es dann an den Level-Spots aussieht, weil La Wolf hat auch nur 6 Channel, das sind nur 2 mehr als zum Beispiel auf Borodeng. Und auf Borodeng gibt es beliebte Spots, wo vor allem ein XP-Event ist, aber auch so meistens jemand levelt. Ja, also auf jedem Channel. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie das auf La Wolf ist, wenn da so krass viel gelevelt wird. Entry-Level in die Top 1000 ist 177, by the way. Mein höchster Char ist 177. Ich wäre also gerade so oder gerade nicht mehr so in den Top 1000 auf La Wolf. So heftig wird dort gelevelt, dass bereits 1000 Charakter, und das ist wirklich mit riesigem Abstand, also der zweithöchste Server ist hier Totemia mit 171, dann Klarfan mit 170, Maschpal mit 170. Also der Abstand ist monumental. Es ist fast nicht in Worte zu fassen, wie krank auf diesem Server ja gelevelt, gegrindet, gesuchtet wird, wie auch immer. Aber ja, es ist der Server mit der höchsten Spielerbasis bei weitem. Es ist mit Abstand der größte Server, den es gibt. Und entsprechend muss er irgendwo auch solche Daten produzieren. Aber wenn man es dann immer im Vergleich zu den anderen Servern sieht, die ja auch nicht irgendwie tot sind. Ich meine, da spielen auch hunderte, tausende Leute drauf. Ist trotzdem heftig, das im Vergleich zu sehen. Genau. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht so ultra viel zu berichten. Kommt drauf an, ob wir jetzt wieder die Server ausblenden wollen, die hier nicht die Top 1000 erreicht haben, so wie ich das letzte Mal gemacht habe. Für das Beliebtheitsranking, wenn wir jetzt alle Server eingeblendet lassen, dann wäre aktuell Ringmaster, ignorieren wir wieder, Ranger auf Platz 1, Knight auf Platz 2, Blade auf Platz 3, dann tatsächlich Elementor auf Platz 4, Psykeeper 5, Billposter 6, Jester 7. Also alles plus 1 eigentlich, weil Ringmaster ist eigentlich 1, also alles um 1 nach hinten verschoben. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, wie es aussieht, wenn wir jetzt die ausblenden, die aktuell von der
von der Attraktivität her und von der Relevanz her stark abgenommen haben, weil sie ja nicht mal 166 als Entry-Level für die Top 1000 haben. Das heißt, alle werden ausgeblendet außer LaWolf, Klarfan, Mashpoi, Totemia, Borodeng. Das sind so die höchsten Server, was das angeht. Genau. Und wie sieht's jetzt aus? Jetzt haben wir tatsächlich Knight auf 1 mit mittlerweile sogar ein bisschen mehr Abstand, Ranger auf 2, Blade auf 3, Psykeeper auf 4, Elementor auf 5, Billposter auf 6, Jester auf 7. Also eigentlich fast das gleiche. Psy und Elle haben die Position getauscht. Ja gut, Ranger ist nicht ganz. Ja, Ranger ist halt wirklich bei den Servern, die unattraktiver sind, was wahrscheinlich, wie gesagt, daran liegt, dass sie auch inaktiver sind. Noch beliebter, aber die Skala, wenn man sich jetzt wirklich die Top-Server anguckt, die geht hier Richtung Knight als neue Favoritenklasse bei den Damage-Dealern. Psykeeper aktuell vor Elementor, aber die Mages sind relativ ähnlich, relativ nah beieinander, als AOE-Klasse und stark abfallen tun Jester weiterhin und aber auch der Billposter. Und das ist auch eine Beobachtung, die ich schon länger gemacht habe, dass man im PvE-Bereich wenige Billposter sieht. Und ich denke persönlich, wenn Billposter als PvP-Klasse nicht so relevant oder nicht so beliebt wäre, dann würden wir so gut wie gar keine Billposter sehen. Ich glaube sogar, wenn Billposter im PvP nicht so relevant wäre, dann wäre er noch unbeliebter als Jester tatsächlich. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, ehrlich gesagt, weil immer, wenn ich über sowas rede, kommen sofort Leute, die sagen, oh nein, BP ist der coolste und so. Aber es spiegelt sich halt in den Zahlen einfach nicht wieder. Weil was die Leute nicht verstehen ist, ich probiere mir schon immer ein Gesamtbild zu machen aus Meinungen, aus Diskussionen, aber eben auch aus Daten und Fakten. Deswegen schaue ich mir das jetzt hier auch an, um gewisse Sachen erklären zu können oder nachvollziehen zu können. Und ich meine, hier sieht man einfach, wir haben jetzt die aktivsten Server hier drin, den Taiwan-Server, den habe ich vorhin by the way nicht erwähnt. Borodeng, Totemia, also alle Server, die eine Top 1000 haben, also über 1000 Charakter mit mindestens Level 166. Alle anderen Server sind meiner Meinung nach ein Stück weit irrelevant, weil das einfach bedeutet, dass dort relativ wenig los ist auf diesen Servern. Wenn knapp 2 Monate nach dem Update noch nicht mal 1000 Charakter auf dem Mindestlevel sind, was das Update quasi als neues Minimum, um Content von dem Update spielen zu können, vorgibt. Und wenn wir uns das angucken, und da sind hier die Daten einfach ganz klar, über 100 Billposter weniger als Elementor zum Beispiel, über 300 Billposter weniger als Knights. Ich meine, das spricht eine klare Sprache. Und wenn du dann noch die PvP-Spieler rausrechnest, die einen Billposter wahrscheinlich nur besitzen, weil sie PvP damit spielen, dann wird es schon sehr wenig. Dann wird es schon sehr, sehr, sehr düster um den Billposter. Und das will ich damit einfach sagen. Aber dann würde ich sagen, gucken wir uns einfach nochmal die Daten an vom letzten Mal. Das war vom 19.12. Genau, blende ich nochmal kurz alles ein, bis auf den Demian-Server vielleicht. Beim Demian-Server kann man vielleicht kurz sagen, ja, das sieht natürlich beeindruckend aus, weil das hier ist tatsächlich relativ irrelevant, das ist ja nur die Verteilung der Klassen. Es sieht relativ beeindruckend aus, wenn hier eine 7 steht, aber jetzt guckt euch mal das an. Bei LaWolf steht einfach eine 6. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, das hier Level 177, das heißt vorher war es 171 und hier steht 47, vorher war es 40. Merkt man einen ganz kleinen Unterschied, oder? Und bei dem japanischen Server und beim südamerikanischen Server hat sich einfach gar nichts getan. Also deswegen, wie gesagt, das sind so die Server, die für uns einfach grundsätzlich irrelevant sind. Selbst Borodeng, der, sag ich mal, von den größeren Servern ein bisschen abgedrängt wird momentan, selbst dort, selbst bei uns, haben wir noch eine +2 geschafft. Und auf 166 ist es schon ein bisschen schwieriger, eine +2 zu schaffen, als auf Level 47. Genau. Ja, aber das sind eigentlich so die Sachen, die man beobachten kann. Hier unten haben wir nochmal die Gesamtveränderung von jetzt wieder allen Servern dargestellt. Das ist ganz cool. Spart mir auf jeden Fall eine Menge Arbeit. Und ja, das war eigentlich alles, was ich so beobachten konnte. Das heißt, der Trend geht weiter Richtung Knight. Ich bin persönlich der Meinung, dass der nächste FEC halt sehr viel entscheiden wird. Leider auch Galas Patch Notes, von denen wir momentan wenig bis nichts zu Gesicht bekommen. Heute hat Gala erst im Discord gepostet, dass sie wieder daran arbeiten, PvE-PvP-Balance zu schaffen, weil da auch sehr viele Leute sehr unzufrieden sind momentan.
aus verschiedensten Gründen kommt ja auch immer drauf an, wer man ist. Also ich meine, wenn du gerade eine Klasse spielst, die extrem overpowered ist, wo alle anderen sagen, die muss genervt werden, dann siehst du natürlich das Problem eher nicht so eng oder du erkennst das Problem an sich gar nicht. Und jemand anders, der eine Klasse spielt, die extrem schwach ist im Vergleich dazu, der fühlt sich natürlich extrem hintergangen und der ist natürlich dann sehr lautstark dabei, seine Meinung oder ja, seinen Senf dazu zu geben und nach Anpassung zu schreien. Und auch zu Recht, by the way, absolut zu Recht. Und ja, ist momentan einfach eine schwierige Situation. Und da wir halt leider einfach schon fast Ende Januar haben, das heißt, der FEC ist schon, das ist Wahnsinn, das zu sagen, weil es fühlt sich so an, als wäre der letzte FEC gerade erst zu Ende gegangen. Aber man muss einfach sagen, der nächste FEC ist nicht mehr so ultra weit entfernt vermutlich. 3 oder 4 Monate höchstens, das ist nicht mehr die Welt. Bis dahin kann man halt auch nur noch so und so viele Patches releasen. Und das heißt, vor dem FEC wird sich dann wahrscheinlich auch nicht mehr großartig was ändern können. Weil ich meine, selbst wenn jetzt noch irgendwelche großen Änderungen kommen würden, die irgendwelche Klassen so hart treffen, dass sie an Beliebtheit stark verlieren werden oder andersrum an Beliebtheit stark gewinnen werden, das kann gar keinen Unterschied mehr machen bis zum FEC, weil die Zeit dafür einfach gar nicht mehr reicht. Sowas hätte vielleicht Anfang Dezember vor knapp 2 Monaten passieren müssen. Und selbst dann hätte es wahrscheinlich keine wirklichen Auswirkungen mehr gehabt, aber jetzt halt sowieso nicht mehr. Und ja, also der FEC wird wieder sehr interessant und uns zeigen, welche Klassen dann wirklich schlussendlich dort stehen, wo sie aktuell stehen oder eben nicht dort stehen, wo sie aktuell stehen. Zum Beispiel der Billposter, zum Beispiel der Jester, zum Beispiel der Knight. Vielleicht spielen die Leute jetzt doch alle kein Knight mehr, sondern machen sich lieber einen Jester oder so. Wir werden es sehen. Ich sage auf jeden Fall danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Flive Universe Video wiedersehen. Macht's gut, haut's rein. Schaut im Livestream vorbei. Twitch-Links in der Videobeschreibung. Und ciao, ciao.